Wow, was ist das denn? Wow. Das ist unglaublich, Alter, das ist unglaublich. Heißt das Erich Tienes oder Erich Tiernes? Ich kann euch zeigen, wo ich geboren bin. Captain Vladi, Eroberer und Erkunder der geheimen Welten. Ab nach Sibirien damit, ey. Oh, wie geil ist das denn? Ich würde gerne die Sachen anfassen. Aber leider ist das nicht machbar. Echt jetzt? Ich liebe neue Sachen zum Aufmachen. Was ist das denn, Alter? Oh, verdammt, der Globus. Yo Leute, willkommen zum neuen Video. Das, was ihr gerade hinter mir gesehen habt, ist eine Dampfmaschine. Und diese Gerätschaft hat das Leben von mir und euch endgültig verändert. Ich war nämlich im Werkzeugmuseum in Remscheid unterwegs. Und was ich da alles entdeckt und gesehen habe, seht ihr jetzt. Bleibt dran, let's go. Guys, ich bin hier angekommen. Das Problem war, ich bin jetzt hier zweimal im Kreis gefahren, weil ich den Parkplatz nicht gefunden habe. Wenn ihr hier hinkommt, müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Da geht es zum Museum und der Parkplatz ist da unten, quasi links neben dem Museum. Da ist auch ein Schild. Ich habe da auch schon vorhin angerufen, ob ich filmen darf. Und ja, ich darf, außer sie hat gesagt, ich darf keine Musikvideos drehen. Das heißt, wenn ihr ein Musikvideo drehen wollt, dann müsst ihr da vorher auf jeden Fall anrufen. Da ist jetzt irgendwie noch ein Vortrag. Ja, ich wollte zum Museum. Leute, ich habe hier angerufen und man braucht hier extra Kopfhörer, weil es dann so Informationen gibt. Da wurden mir Kopfhörer zurückgelegt. Dankeschön. Bitte. Wo ist der Eingang? Hier, ne? Oder da? Dankeschön. Nice, guys, hier. Neue Kopfhörer für mich. Ich habe schon ein bisschen im Internet recherchiert. Und zwar gab es damals in Deutschland 3 große Standorte, wo Werkzeuge produziert wurden. Und unter anderem war eins davon in Remscheid, im Bergischen Land, wo wir gerade unterwegs sind. So sieht das aus. Da gab es hier einmal Remscheid, einmal hier in Thüringen und einmal hier unten in Baden-Württemberg. Schön, dass Sie den Weg in das Deutsche Werkzeugmuseum gefunden haben. Bevor Sie sich mit den vielen verschiedenen Aspekten deutscher Werkzeugkultur beschäftigen, möchten wir Ihnen einige Informationen mit auf den Weg geben. Remscheid ist eines von Ich gehe einfach mal weiter. Hier gibt es einen QR-Code. Könnt ihr euch scannen, falls es euch interessiert. So, hier sind schon einmal hier Werkzeuge von früher. Alte Bohrer und sowas. Verrückt. Tschüss, wie alt ist denn das Ding hier? Sieht ziemlich alt aus, wahrscheinlich auch wertvoll. Ja, hier gibt es so modernere Sachen, die man auch so kennt. Hier auch. Ich brauche tatsächlich so eine Zange. Meine wurde nämlich, ich weiß nicht, ob die geklaut wurde, die ist auf jeden Fall weg. Ach du Scheiße, hier. So hat man das früher gemacht. Und hier gab es so alte Schuhe. Erinnert mich ein bisschen an Holland. Ah, mega. Interessant, ey. Es gab keinen Rundgang, deswegen gehen wir einfach mal hier selber im Kreis und gucken uns die ganzen Exponate an. So, hier passendes Plakat für manche Leute.
Verrückt. Hier gibt es noch so eine alte Stempeluhr. Alter. Kennt jemand das von euch? Das sind so Dinger, wenn du zur Arbeit gekommen bist, musst du es rausholen und dann hast du es hier reingesteckt, zack, und hast sie gestempelt. Pum. Und dann hast du wieder zurückgelegt. So Lifehack war wahrscheinlich auch damals schon, dass jemand einfach früher gegangen ist und ein Kollege für ihn gestempelt hat. Guck mal, damals gab es noch Kinderarbeit. Ich bin auf jeden Fall komplett allein im Museum. Was ein Vorteil und Nachteil ist, ne? Ich kann mir jetzt die ganzen Exponate alleine angucken. Boah, hier, das waren noch richtige Männer damals. Nicht so wie heute, ne? Ach, geil. Hier steht, bitte ausprobieren. Dann machen wir das doch mal, oder? Was macht denn das? Ach, das ist so ein... Ja, das kenne ich. Als ich mal in der Produktion war früher, als ich dumm war. Manch einer würde sagen, ich bin immer noch dumm. Da habe ich nämlich auch so eine Maschine gehabt, wo ich da so Rohre reingesteckt habe und die wurden dann immer dünner. Und das ist das gleiche Ding, nur mit Kurbel. Alter, das ist ja unmöglich. Zack, verrückt. Wow, Alter, hier so eine riesen Glocke. Die funktioniert sogar. Verrückt. Und der andere Ton? Ja, geil, ne? Ach, das ist ja interessant. Hier ist so ein irgendwas Electric, da muss ich mal nachlesen. Ein Lichtbogenofen. Und zwar werden dort die Elektroden reingesteckt, die dann mit Hilfe von Strom die ganzen Stahl erhitzen und der dann flüssig wird. Und der kommt dann da raus. Und das erste Mal, als das gemacht wurde, war nämlich 1905. Verrückt, Guys. Ja, das ist, was man auch kennt, ist ein Hammer. Ne? Mit einem Elektromotor, der wahrscheinlich an die 100 Jahre alt ist. Ist das gefährlich, deine Hand da reinzustecken? Fuck! Ja, Spaß. Nichts passiert. Wow, was ist das denn? Irgendwelche Kisten. Ach du Scheiße. Da ist einfach Werkzeug drin. Ach krass. In jedem Kästchen ist einfach ein anderes Werkzeug drin. Dann heißt das für mich jetzt mal abchecken, was im Kasten Nummer 7 ist. Also Nummer 7 ist nämlich meine Lieblingszahl. Jetzt kommt. Verrückt, Leute. Der lässt sich nämlich nicht öffnen. Die ist abgeriegelt. Welche Zahl würdet ihr denn nehmen? Da gibt es von 1 bis 44. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wow. Ach krass. Boah, stellt euch vor, ihr müsst da arbeiten. Boah. Ich erkläre euch mal, wie so eine Dampfmaschine überhaupt funktioniert, falls ihr in der Schule nicht aufgepasst habt. Und zwar habt ihr in diesem riesen Teil da ist ein Zylinder verbaut. So, und dieser Zylinder wird nicht wie bei Verbrennungsmotoren mit Hilfe von einem Kraftstoff-Sauerstoffgemisch zur Explosion gebracht und dadurch die Bewegung, sondern mit Hilfe von Dampf. Das heißt, in diesen Zylinder wird Dampf eingelassen
Ja, und dieser Dampf bewegt dann den Kolben. Und dieser Kolben wird dann quasi nach hinten gepresst. Wie ihr es hier sehen könnt. Guckt euch das riesen Teil an. Unglaublich. So, das bewegt sich nach hinten. Und hier ist dann, ich habe jetzt den Namen von diesem Teil vergessen, das sorgt dafür, dass von einer Auf- und Abbewegung eine Kreisbewegung entsteht. Und durch diese Kreisbewegung wird dann dieses riesige Teil angetrieben. So, das Ding dreht sich. Hier ist dann noch ein Riemen dran. Der wiederum führt zu einem kleineren Rad. Dann am Ende, mit Hilfe von diesem Keilriemen, dreht sich dann das andere Rad. Dann gibt es da diese, wird quasi per Kupplung, heißt das glaube ich, heißt das so? Ich weiß nicht, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Auf jeden Fall. So, dann dreht sich hier das andere Rad. Es geht dann da hoch und rüber zu diesen Dingern. So. Und das Teil treibt dann die einzelnen Maschinen an. Und daran sind verschiedene andere Gerätschaften angeschlossen worden. So, dann hast du hier zum Beispiel so ein, wie heißt das, so ein Hämmerwerk und ein Bohrer. Verrückt. Und da konnte man dann noch am Ende noch einen Elektromotor anschließen, wodurch man dann auch zusätzlich dann nochmal Strom produziert hat. Wahrscheinlich so für die Beleuchtung und so. Faszinierend, Leute, oder? Quasi für diese Kraft, die benötigt wird, um das Ding zum Drehen zu bringen, hast du einfach so ein riesen Teil. Das ist unglaublich, Alter, das ist unglaublich. Guckt euch an, wie riesig das Teil ist, wie riesig der Kolben sein muss da drin. Das ist verrückt. Das ist einfach nur crazy, guys. Nennt sich auch die Rheinholzsche Dampfmaschine. So sah das Ganze früher aus, natürlich in schwarz-weiß. Aber ihr müsst verstehen, die Bilder sind nur schwarz-weiß. Die Leute haben schon in Farbe gelebt. So sah es dann aus. Hier sind die Kohleöfen, wofür der Dampf gebraucht wird. Das heißt, du hast Kohle gebraucht, um Wasser zu erhitzen. Dann wurde der Dampf da in den Kessel geleitet. Da kann ich das leider nicht reingehen, das hätte ich euch gezeigt. Ich interessiere mich ja auch privat dafür. Und zwar gab es ja auch das Problem, dass viele Dampfkessel, weil der Druck zu hoch war, dann einfach explodiert ist. Dadurch hat nämlich ein schlauer Mann, ich habe jetzt den Namen vergessen, war das denn Rudolf Diesel, weiß ich gar nicht. Und zwar gab es dann diese Gerätschaft da, die quasi, wenn der Druck zu hoch war, diesen Druck wieder abgelassen hat, damit die Kessel nicht explodieren. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig. Geht ja jetzt erst richtig los. Es gibt hier oben auch noch eine Etage, da gehen wir gleich nochmal hin. Richtig krass, Leute, guckt euch das an. Ein alter Ernährungsplan für eine 10-köpfige Handpfeiler-Hauer-Familie. Braucht wöchentlich im Jahr 853 Mark. Was haben die denn alles gegessen da? Brot auf jeden Fall, essen wir immer noch, Kartoffeln. Was ist denn Kohlen? Weiß einer, was Kohlen ist? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das sein soll. So, was gab es noch? Reis, Erbsen, Linsen oder Bohnen. Aber nicht beides zusammen. Ein halbes Kilo Salz. Boah. Scheint mir ein bisschen viel zu sein. Also wenn die Preise jetzt noch so wären, das wäre natürlich optimal. Wir gehen jetzt mal hoch. Ich will mal sehen, wie es oben aussieht. Da gibt es auch noch was zu entdecken. Also, bis gleich. Das ist der Förderer von diesem kompletten Museum hier. Heißt das Erich Thienes oder Erich Tiernes? Thienes. Das heißt Erich Thienes. Erich Thienes. 78 Jahre alt wurde der Mann. Hier eine richtig geile Mütze. Erinnert mich ein bisschen an den jungen Karl Marx. Boah, guckt euch an.
Sie sind die Frau Morgenstern? Achso, wir haben telefoniert, ne? Genau. Okay, danke schön. Bis dann, ciao. Geil, Leute, ich habe ein Buch bekommen. Ich glaube, ich lasse noch meine Jacke unten und hole das nachher wieder ab. Okay, Guys, ich habe meine Sachen abgelegt. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier oben. Ach du Scheiße. Ist das geil, ey. Guckt es euch an. Boah, das ist so kolonialmäßig auch, ne? Krass. Das hier, Leute, ist ein alter Reisekoffer. Das ist verrückt. Das Ding ist aus massivstem Holz gemacht. Ist wahrscheinlich an die... Boah. Ja, mindestens 30, 40 Kilo schwer. Boah. Alter, wie geil ist das? So ein ganz alter Globus mit Gebirge drauf in 3D. Das heißt, ihr könnt das hier sehen, die Gebirge sind halt ja, dreidimensional, nicht flach. Verrückt. Leute, ich kann euch zeigen, wo ich geboren bin. Und zwar genau hier. Hier bin ich geboren. Am Fuße des Mount Elbrus. Verrückt. Ich will auf jeden Fall, Leute, hier hin. Auf jeden Fall nach Kuba. In diesem Sinne Shoutout an meinem alten Arbeitskollegen Dairon. Geiler Typ, ey. So, und hier auf jeden Fall auch in Kolumbien, Venezuela. Ja, das sind so meine ersten Ziele. Kennt ihr das noch? Eine alte Schreibmaschine. Auch ziemlich nice. Geil. Richtig geil. So. Boah, guckt euch an. Robert Frohn Sohn Remscheid hier hergestellt. Ja, mindestens 100 Jahre alt das Teil. Wir gehen mal weiter. Was das hier ist, weiß ich aktuell selber nicht. Captain am Start. Captain Vladi. Eroberer und Erkunder der geheimen Welten. Doch lieber hier den weiblichen Expeditionshut. Also Guys, bevor es Paletten gab, hat man nämlich solche Vorrichtungen benutzt. Es waren einfach Seile und die ganze Fracht war in solchen Kisten verstaut. Und diese Kisten hatten natürlich verschiedene Größen gehabt. So, dann gab es halt einmal diese kleinen hier, wie ihr seht. Dann gab es eine etwas größere Kiste hier. Und dann gab es halt natürlich die Riesenkisten, bevor es Container gab. So, hier könnt ihr auch zum Beispiel sehen, wenn Fracht verschickt wurde von einem Ort der Welt zu anderen Ort der Welt, hattet ihr dann auch hier seht ihr zum Beispiel Vancouver. Waren so verschiedene Kisten. Bis natürlich dann die genormten Container erfunden wurden, was eigentlich wiederum nur wieder das Kistensystem darstellt, nur natürlich viel, viel größer. Hier, Leute, diese Kiste, Novosibirsk. Ab nach Sibirien damit, ey. Dann gehen wir mal weiter. Der Globus, ohne Witz, Leute, der Globus, den muss ich haben. Den muss ich haben. Wie schwer ist er denn eigentlich? Ach, der ist unten befestigt. Scheiße, ey. Ist denn hier alles eigentlich drauf? Ja. Ja, Antarktis auch. Ach geil, guckt es euch an. Hier. Neuholland. Das heißt, dieser Globus ist mindestens 100 Jahre alt. Der ist halt Australien, was eigentlich zu Großbritannien gehörte, aber davor war es ja quasi eine Kolonie von Holland. Side-Fact, genauso wie New York und fast die komplette Ostküste, die einst mal zu Holland gehört hatte. Und New York hieß eigentlich früher New Amsterdam. Ach, verrückt. Hier sind noch uralte Plakate, Leute. Guckt es euch an. Wilhelm, Rappel und Co. Werkzeugfabrik Remscheid. Verrückt. Hallo. Hallo.
So. Oh, wie geil ist das denn? Guckt euch so eine ganz, ganz alte Axt. Die ist bestimmt von den Wikingern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall ziemlich nordisch aus. Ein bisschen schon, oder? Was denkt ihr? Ach du Scheiße, Leute. Das ist auch eine richtig geile Axt. Ich würde gerne die Sachen anfassen. Aber leider ist das nicht machbar. Ich habe noch nie sowas richtig Altes in der Hand gehabt. Was ist mit euch? Hattet ihr schon mal sowas Altes in der Hand gehabt? Damit meine ich nicht euren, ihr wisst schon was, sondern so ein altes Werkzeug. Oh, das sieht auch ziemlich nice aus. Boah, zieht euch die Axt rein. Boah, die ist scheiße alt auf jeden Fall. Aber richtig geil, richtig geil. Ach krass. Da ist noch eine andere alte Axt. Das sieht eher aus wie so eine Kampfaxt. Und zwar steht da irgendwas eingraviert. Das ist die Ar oder so. Verrückt. So, dann sind wir nochmal hier. Das sind auch nochmal ganz, ganz alte Werkzeuge aus aus dem Mittelalter. Guckt es euch an. Verrückt, Leute. Verrückt. Ah, scheiße, ich will diesen Globus. Hier steht bitte ausprobieren. Echt jetzt? Echt jetzt? Leute, das war nicht geplant. Anscheinend verrückt. Ach, okay. Das ist halt extra so gemacht. Und ich dachte, man kann die einfach rausziehen. Oh Mann, hoffentlich. Ich versuche das irgendwie zu reparieren. Scheiße. So. Puh, Glück gehabt. Ist repariert. Alles gut. Hier gab es noch nämlich Sachen zum Aufmachen. Geil, Alter. Ich liebe neue Sachen zum Aufmachen. Und zwar habt ihr hier nochmal Sachen, die kannst du raus, also da wo rausziehen steht. Und zwar erstmal hier das spanische Tirareki. Oh, was ist das? Da ist nichts drin, nur ein Bild. Und dann hier einmal das deutsche. Hier ziehen. Oh, was ist da? Ach, Mexico City um 1900. Geil. So, jetzt bin ich aber gespannt, was in der nächsten Kiste ist. Pull hier, das ist nämlich die englische. So, und dann... Was ist das denn? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Und dann gibt es noch hier die, was ist das, italienisch? Tirerizi, oder korrigiert mich? Keine Ahnung. Da ist, ach krass, das ist auch krass, hier. Rio de Janeiro, um 1900. Verrückt, Leute. Alles, hier hat eine Überraschung, egal wo du aufmachst. So, dann gibt es noch hier eine mit Tirar. Das könnte Spanisch sein und das andere ist wahrscheinlich Portugiesisch. So, dann bin ich gespannt, Leute. Was ist das denn, Alter? Keine Ahnung, Leute, was ist das? Batavia 1922. Kenne ich nicht. So, und dann gibt es hier noch eins, wo nichts drauf steht. Da bin ich jetzt echt gespannt, weil da machen wir jetzt eigentlich auch was Verbotenes. Darf man auch eigentlich das kein zeigen, aber ich zeig's trotzdem. Oh, geil. Buenos Aires. Aber das scheint irgendwie auch eine Werkzeugfabrik zu sein. Sieht nämlich so aus.
Um 1930 war das. Oh, verdammt, der Globus. Oh, der ist einfach so geil. Ich will den haben. Verrückt. Ich Idiot. Da gibt's noch eine andere Seite. Geil. Und ich dachte, ich wäre schon durch, ey. Ach du Scheiße. Hier so alte Feuersteine und so. Guckt euch an. Ach, das ist jetzt hier richtig altes Werkzeug aus der Steinzeit. Ihr müsst wissen, der Feuersteinkeil, so heißen die wirklich, war das absolut wichtigste Werkzeug zur damaligen Zeit. Und damit hat man wirklich alles gemacht. Eine Feuersteinklinge sogar hergestellt, so wie man hier das perfekt abschlagen kann. Das war schon eine Wissenschaft für sich, die damaligen Menschen, da haben sie sich schon so Sachen ausgedacht. Verrückt. Oh, ich hätte jetzt auch hätte ich Bock, so ein bisschen mit einem Feuerstein, so ein bisschen eigenes Werkzeug herzustellen. Kann man hier auch übrigens machen, hier gibt es so Workshops für. Sind aber leider nur für Kinder, aber ich wollte trotzdem mitmachen. Aber ging halt nicht, leider. Ja, und so sah es halt hier aus. Ne? Da saßt du hier, da gab es einen Blasebalg, den du hier bewegt hast. Ich glaube, das darf man gar nicht, oder? Den du dann hier bewegt hast. Und dadurch wird das Feuer erhitzt, wird halt immer heißer und dadurch bei einer gewissen Temperatur schmilzt dann Metall, beziehungsweise wird formbar. Und so ging das halt ab. Ach du Scheiße, das ist Holz, das einfach 100 Jahre alt ist, mindestens. Hier könnt ihr schon sehen, das ist schon. Ich war nicht der Erste, der hier dran gezogen hat. Verrückt. Leute, verrückt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Hier, Leute, das ist ein alter. Das ist ein alter Ofen, wo die Leute was hergestellt haben? Eine gute Frage. Wahrscheinlich Metall, irgendwas mit Metall oder Kohle. Ach du Scheiße, hier sind noch Werkzeuge aus der Antike. Auch eins meiner Favorite geschichtlichen Hinterlassenschaften. Das ist ein richtig altes Stück von einer Porzellanvase oder so. So sieht das Ding aus. Verrückt. Extremst faszinierend auf jeden Fall. Hier auch. Sieht so ein bisschen nach den Römern aus. Kleiner Fun Fact zu den Römern. Die Römer haben den Beton erfunden. So, was ist das? Ach, das ist aus Holz. Ach so, das sind so Formen, sollen das darstellen. Man hat halt quasi da drin, also man hat sich eine Form aus Ton gemacht und dann kam das Metall da rein und dadurch konnte man dann die Werkzeuge herstellen. Guckt es euch an, sieht ein bisschen aus wie Gold, ist aber keins, oh, ist auch angeklebt, leider. Hier sieht es ein bisschen aus wie Gold, das schimmert so. Aber könnte ja auch Bronze sein, ne? Wobei Bronze ist ja aus Kupfer und Zinn hergestellt. Das heißt, du nimmst Kupfer, erhitzt das, packst ein bisschen Zinn rein und dadurch entsteht ein komplett anderes Material, nennt sich dann Bronze. Und Bronze ist extrem stark, widerstandsfähig, nicht so wie Kupfer. Kupfer ist ja eigentlich eher weich. Und dadurch hatten dann die Leute, die die ersten Bronzewerkzeuge hergestellt hatten, einen enormen Vorteil gegenüber anderen. Und deswegen ist dieses Zeitalter nach diesem äußerst starken und robusten Metall benannt. Weil nämlich ab da ging es dann jetzt richtig los. Und später kam natürlich dann die Eisenzeit und so weiter bis zu der Dampfmaschine, die ich euch am Anfang gezeigt habe, die dann natürlich komplett alles verändert hat. Okay, Guys, ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen. Ich gehe jetzt mal wieder runter. Ja, mein Akku neigt sich auch schon langsam dem Ende zu. Da ist er wieder. Ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Museum, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es so geil ist.
Ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch ein Schwedenfeuer. Kann ich so ein Schwedenfeuer haben? Damit kann man Feuer machen, richtig? Perfekt. Ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Museum bei euch, muss ich schon zugeben. Also ich habe halt nicht so viel erwartet, weil es halt... Positiv überrascht. Ja, ich war positiv überrascht, weil so viel Geschichte wirklich auf... Das Museum ist ja jetzt wirklich nicht riesig, aber das ist echt faszinierend. So, ach genau, einmal die Münze hier zurück. So, das gibt's auch noch mit so einem Holzgriff. Welchen Ach, hättet ihr geil. denn gerne? Also ich glaube, was denkt ihr Leute? Ich glaube, ich nehme das hier. Was würdet ihr nehmen? Also ja, ich nehme das mit dem Holzgriff. Ja, ja, ja. So Geist, ich bin jetzt raus aus dem Museum. Und in diesem Sinne, ich beende das Video jetzt hier. Ich gehe jetzt zu meinem Auto und dann geht's nach Hause. Ich habe nämlich richtig nett von den Leuten hier das Buch geschenkt gekriegt. So, und dieses Buch, Werkzeug Mensch Geschichte, kann einer von euch gewinnen. Und zwar werde ich mir da noch was ausdenken. Vielleicht ein Quiz oder sowas. Und dann könnt ihr das gewinnen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.